Hello FC Bayern-Fans, hier ist Robert Lewandowski. Ich zeige euch meine wichtigsten Tore bei FC Bayern München. Boah, brutale Tor. Ja, das war mein allererste Testspiel oder Spiel bei Bayern. Dann habe ich von Rafinha Ball bekommen, das erinnert mich genau an diese Situation. Und ja, ich wollte immer direkt zeigen, dass ich bereit bin zu spielen, zum Tor zu schießen bei Bayern. Ich muss ehrlich sagen, ich war super happy danach, weil klar, das ist nur ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem, die erste Tor kann man sagen, ja. Ich erinnere mich genau, wenn damals auch im ersten Spiel, ich musste mit Maske spielen und für den Stürmer ist nicht so gut, weil diese Millisekunden entscheiden manchmal, ob du Tor schießt oder nicht und mit der Reaktion von Augen war wirklich ein bisschen kompliziert, mit Maske zu spielen und normalerweise ich sollte pausiert, aber ich wollte unbedingt spielen und versuchen, die Mannschaft zu helfen. Aber diese Situation war klasse, das habe ich gegen Mascherano gedribbelt und einfach Tor geschossen und Ter Stegen keine Bewegung gemacht. Das bedeutet, wenn du ein Tor gegen Ter Stegen so einschießt, das bedeutet auch viel für Stürmer. Ja, leider, das war kein Tor für ins Finale zu spielen, aber wie das zweite Spiel, Revanche, wir haben richtig gut gespielt und wir haben gewonnen. Was passiert in 9 Minuten, dann bis jetzt kann ich nicht genau richtig erklären. Aber das war die Tag, das Spiel, die Tore, wo bleibt nicht nur mit mir, ich denke auch in der Fußballgeschichte sehr lang. Wenn wir sprechen über wichtigste Tore, dann können wir ein ganzes Spiel gegen Wolfsburg machen und diese 5 Tore in 9 Minuten. Nicht eine Tor, aber 5 Tore, dann kann man sagen, ja, das war auch das wichtigste Spiel, weil nicht, dass ich nur 5 Tore in 9 Minuten geschossen habe, aber auch, wir haben gegen Wolfsburg gespielt. Das war auch ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil Wolfsburg war in Topform damals. Und das war, ich denke, Spiel um 1. Platz oder war sehr eng. Und ich war auf der Bank nach der Champions League, ich war leicht verletzt. Klar, ich wollte von Anfang an spielen, aber Pep entscheidet, dass ich fange auf der Bank an. Und ich war ein bisschen sauer, muss ich ehrlich sagen, weil ich wollte unbedingt von erster Minute spielen. Aber nach 45 Minuten war 1:0 hinten für Wolfsburg. Dann bin ich reingekommen mit, ich denke, Javi Martinez. Wo ich das erste Tor geschossen habe, ich habe gedacht, okay, ist 1:1, aber wir brauchen noch mindestens 1, 2 Tore. Dann habe ich das zweite Tor geschossen. Aber meine Überlegung war immer noch, okay, 2:1 ist immer noch eng, brauchen wir das dritte Tor. Und dann habe ich das dritte Tor geschossen. Und zwischen 4. und 5. dann ich hatte keine Ahnung, dass die Zeit allgemein von 1. Tor und die 5. Tor dauert einfach nur 9 Minuten. Das habe ich noch nicht geglaubt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich nach Hause zurückgekommen bin, dann erster Gedanke, ach, ich konnte noch ein Tor schießen, war eine Situation für das 6. Tor, für 6:1. Ja, das habe ich ein bisschen später auch diese Rekord Guinness bekommen, auch diese Preise. Und klar, das liegt bei mir zu Hause am Wand, dieser Rekord. Auch habe ich immer noch die Schuhe von das Spiel. Ja, das Schuhe habe ich bis heute. Das bedeutet wahrscheinlich später mehr als in diesem Moment, wo das gerade passiert. Ja, Atletico 2016, Freistoß, Gruppenphase. Das war ein besonderes Tor für mich persönlich. Damals habe ich offiziell gesagt, dass ich und meine Frau, dass wir die Baby bekommen. Und das war die offizielle Information, dass meine Frau in Schwangerschaft ist.
Und dann habe ich mit meiner Frau, wenn ich ein Tor gegen Atletico Madrid in Champions League schieße, dann kann ich jubeln mit dem Ball unter die Trikot als die Babybauch. Und dann, ich denke, wir haben 1:0 gewonnen. Ja, das war schon schön. Das habe ich immer noch im Kopf, das Spiel. Wahrscheinlich die Gegner war nicht die Champions League Gegner, aber gegen Freiburg spielt man nie so leicht, auch in Freiburg. Immer die Tor in letzter Minute oder die Siegertor sind wichtiger und Besonderes. Und damals mit der Situation alles richtig gut geklappt, mit Annahme. Da war alles perfekt. Ich habe gewusst, dass ich kämpfe mit Gegnern, dass die Zweikämpfe in der Luft war nicht so leicht, weil ich bin auch nach hinten gelaufen zum Ball, weil ich war ein bisschen zu viel nach vorne und von rechter Seite habe ich gemerkt, dass die Gegner kämpfen mit mir und war nicht so leicht sprungen oder obergesprungen die Gegner und versuchen von Kopfball zu schießen. Deswegen habe ich entschieden, ein bisschen halten Ball und dieser zweite Kontakt nach Brustannahme war das Wichtigste in der Situation. Ich war sehr zufrieden, weil das war die Siegtore, das war für uns ein sehr wichtiges Spiel, auch für Selbstbewusstsein, für den Rhythmus zu halten und zu haben, mit dem Sieg, ab Sieg zu Sieg zu gehen. Und manchmal diese kleine oder weniger wichtige Spiele sind auch manchmal sehr wichtig, weil am Ende, wenn du gewinnst so ein Spiel, bekommst du dieses Selbstbewusstsein, bekommst du diesen Rhythmus, Siegrhythmus, manchmal auch für die Zukunft sehr wichtig. Und das war das erste Spiel im neuen Jahr. Normalerweise ich sollte pausieren in das Spiel gegen Real Madrid, wahrscheinlich 2-3 Wochen wegen der Schulterverletzung, aber manchmal das Wichtigste ist, dass du dabei willst und der Mannschaft zu helfen und versuchen, in die nächste Runde zu spielen. Und wir haben gut angefangen, Tor geschossen, die Tor war für 1:0 und da war wieder alles offen. Ja. Klar, wir haben gebraucht noch ein Tor, aber war alles möglich. Damals habe ich lang überlegt, habe ich auch auf Torwart geguckt, was macht er, aber er hat ein bisschen Theater versucht zu machen, deswegen theoretisch vor der Abschluss, ich hatte eine Richtung, eine Ecke, wo ich will schießen. Und dann habe ich gewusst, wenn ich sowas mache, dann sollte klappen. Und zum Glück, das hat geklappt. Am Ende musst du voll konzentriert bleiben, egal was außen passiert, in der Tribüne oder was im Kopf hast oder wie viel Gedanken oder wie fühlst du dich, das manchmal spielt auch Rolle. In diesem Moment oder diese 30 Sekunden musst du einfach alles ausschalten, alles raus und fokussiert nur auf den Ball und auf deinen Körper. Was willst du mit dem Ball oder wo willst du schießen mit dem Ball und versuchen das richtig auf 100% machen. Sonst, wenn du zu viel Gedanken hast, dann wird es schwierig. Beide waren wichtige und die sehr schöne Tore. Ja, das Tor in Dortmund, die Superpass von Joshua, das war mit kleinem Kontakt von mir und auch ein bisschen die Gegner leicht Ball berührt, aber am Ende sehr schöne Tor von hinten mit kleinem Chip. Die optisch sieht gut aus. Ich bin kein Spieler, wo zu viel Show wollen zeigen, weil ich bin ein Spieler, wo einfach erstmal auf die Mannschaft, auf die Leistung fokussiert will und nicht zu viel Show machen. Klar, wenn das Show dazugehört zum Fußball, das kann man immer akzeptieren und immer ist sehr schon auch interessant für Fans. Es gibt Unterschied zwischen Show und Theater. Und die Show bei mir geht, Theater mag ich nicht.
Das war im Münchenspiel, klar, diese erste habe ich Druckversuche zu machen und dann habe ich das Ball gewonnen und habe ich kurzer Blick gesehen, dass Burki geht raus und wenn ich Chip oder über ihm spielst, dieser erste Kontaktball, dann habe ich Chance danach auf leere Tor zu schießen. Und dieser Chip war auch wichtigste in dieser Situation, weil das habe ich nicht so weit gespielt, nicht so weit gechippt. Alles im Tempo, alles im perfekten Timing. Aber das war im ersten Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Und gegen Borussia Dortmund sind immer sehr schwierige Spieler, sehr wichtige Spieler. Pokalfinale gegen Leipzig war, ich muss ehrlich sagen, ein sehr schwieriger Tor. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, ein bisschen zu weit, das wird nicht so leicht. Aber habe ich, okay, wir müssen versucht. Solange du versuchst, hast du immer Chance. Das war keine Zeit, darüber überlegt, ob du sollst mit Füßen schießen oder mit Kopf. Das war einfach Automatismus und ja, ich war sehr zufrieden, weil die Körperbewegung damals war sehr wichtig, wenn du möchtest, so ein Tor schießen. Das war die dritte Tor für 3:0, oder? Und danach war klar, dass wir die Pokalsieger sind und passiert nicht mehr in das Spiel. Und das war auf die Seite von Bayern München Fans. Letztes Spiel im Saison und kann man dann feiern zusammen die Pokal. Das war einfach eine spontane Reaktion nach dem Tor, aber habe ich wirklich riesig gefreut, einfach zu zeigen, dass wir Bayern München sind. Das war das ganze Spiel auch. Wir haben 3:0 gewonnen. Ich habe die 3 Tore geschossen und dieser Freistoß habe ich wirklich gutes Gefühl von diesem Freistoß gehabt, dass wir haben eine Chance auf Tor zu schießen. Ich habe eine Chance auf Tor zu schießen und die Ball war in perfekter Position für mich. Habe ich auch richtig alles gut gemacht und die Freude von das Tor war wirklich sehr hoch. Der Rhythmus, der Einlauf ist bei Freistoß sehr wichtig, weil von jeder Position, wenn du kennst deinen Einlauf, dann weißt du, wo kann die Ball laufen oder wo kannst du mit dem Ball schießen. Diese Linie ist auch wichtig, weil manchmal die Mauer springt sehr hoch, manchmal minimal und diese Distanz, das alles gemeinsam spielt die Rolle mit der Technik, mit Einlauf vom Freistoß. Und dann die Schusstechnik am Ende auch. Wenn du Ball am Mitte hast, dann kann man in 2 Ecken schießen, theoretisch. Und wenn die Mauer von der linken oder von der rechten Seite steht, dann musst du wahrscheinlich die eine Ecke entscheiden, wo willst du hinschießen. Und dann habe ich entschieden, dass wird die Ecke, meine linke Ecke und rechte Ecke von Torwart. Das war das zweite Spieltag in Gruppenphase, ich denke. War nicht so leicht. Die Tottenham hatte 2, 3 Chancen, war 1:1. Aber ich habe einfach entschieden, selbst diese Situation endet und ja, da ist schon alles gut geklappt. Wichtigste Tor zum Kabine, kann man sowas sagen, in 45. Minute. Bis Ende musst du immer glauben und denken, das gibt es gleich eine Chance auf Tor zu schießen. Und klar, das Kingsley konnte auch schießen, aber ich wusste, dass von der Seite gibt es viele Tottenham-Spieler. Und wenn ich umdrehe mit dem Ball, habe ich eine Chance. Und dann habe ich diese Ecke mit Augen gemerkt und gesehen, dass wenn ich schieße dort, dann habe ich Chance auf Tor. Noch ein Spiel, wo ich gerade gefunden habe, war auch im Champions League Gruppenphase in Rote Sterne. 4 Tore, ich denke 14 oder 15 Minuten.
Im einen Spiel in Champions League ist auch ein besonderes Spiel, besonderes Gefühl. Ist nicht so leicht, 4 Tore im Champions League zu schießen. Meine 4 Tore waren auch sehr schnell. 11 Meter, dann Kopfball, ich denke, war einmal. Und ein Tor war auch ein bisschen Chaos, ich denke, im Strafraum. Und dann habe ich eine gute Lösung gefunden. Und einmal von Ivan habe ich die Ball bekommen, die Doppel gespielt. Das war auch meine nächste Tor gegen Rote Stern. Das Spiel allgemein als 4 Tore in Champions League sind auch bestimmt Besonderes. Das war eine sehr schwierige Saison. Wir wussten, wenn wir gewinnen das Spiel, dann wir sind Meister. Nach dem Lockdown, diese Zeit, nicht nur als sportliche Sache, aber auch Privatsache für jeder war am Anfang ein bisschen kompliziert und unangenehm. Aber wir wollten das Spiel entschieden und gewinnen, um Meister zu feiern. Und habe ich den Ball von Jerome Boateng bekommen. Und dann habe ich gemerkt, wenn Jerome die Ball bekommt, er mag diesen Chipball zu spielen. Und wir haben lange versucht, Tor zu schießen oder die Situation zu kreieren. Wenn ich sehe, dass die Defensivspieler geht ein bisschen zu langsam weg und ist eine Chance auf einen Chipball zu bekommen, dann habe ich den Ball in der Luft gesehen. Dann, okay, ich muss schnell annehmen und versucht auf Tor zu schießen. Und am Ende hat alles gut geklappt. Und wir haben 1:0 gewonnen. Ich war sehr fokussiert auf die Ballannahme. Ja, weil ich habe nicht die ganze Tor gesehen. Ich habe ein bisschen mit dem kurzen Blick Torwart gesehen, aber du hast keine Zeit, ob das du linke Ecke oder rechte Ecke frei hast. Ich wusste, dass die Torwart steht mehr von der rechten Seite, von Mitte rechte Seite und die kurze Ecke wahrscheinlich blockiert. Aber auch das war nicht, die lange Ecke war nicht auch komplett frei. Und habe ich ein bisschen mit Glück geschossen, dass mit dem die Rasenkontakt geschossen. Und für Torwart, klar, das sind immer schwierigste Tore, wenn die Platz war sehr nass und der Ball am Ende geht noch schneller. Das bedeutet, das habe ich gut entschieden, in lange Ecke zu schießen. Klar, viele Leute schauen, ob das Lewandowski Tor geschossen oder nicht. Und manchmal, wenn du siehst, das 8 Tore von Bayern München, das muss ein Lewandowski-Tor sein. Aber klar, für mich persönlich, ich nehme das auch gerne, aber wir sprechen nur über die Tore. Aber klar, ich gebe auch eine Vorlage und ich spiele auch mit meiner Spielweise, ich bin auch dabei mit meiner Bewegung oder die Dribbling oder egal was, aber das macht auch, dass wir Situationen kreieren. Manchmal muss man alles versuchen, weil wenn ich weiß, dass die 2 Innenverteidiger sind auf mich konzentriert, dann wenn ich nehme eine oder zweite weg, dann gibt es Freiraum für andere Spieler, für Außenstürmer. Und wenn jemand läuft rein und bekommt die Ball, dann kann alleine sein. Und ich weiß, dass meine Bewegungen ohne Ball manchmal sind wichtiger als meine Bewegung mit Ball. Das musst du auch immer versuchen, was deiner Mannschaft kann helfen. Manchmal die schönste muss nicht die wichtigste sein und deswegen immer wenn du schießt im Halbfinale, Viertelfinale Champions League oder im Champions League, wo du danach Champions League gewonnen hast, das sind immer Besonderes und immer Wichtigste. Trotzdem, das war gegen Barcelona war nicht keine Tor für 1:0 oder 2:0, aber die Tor einfach gegen Barcelona im Spiel, wo du 8:2 gewonnen hast, das bedeutet auch viel. Genau im Halbfinale gegen Olympique Lyon. Die Tore immer von Viertelfinale, Halbfinale oder Finale bleibt für immer, ja, und bleibt für mich persönlich und bestimmt auch für den ganzen Bayern München.